Beyond Code. Hi und herzlich willkommen zu Beyond Code Podcast. Mein Name ist Felix Becker und ich freue mich, heute wieder gemeinsam mit euch auf eine Interview-Podcast-Folge rund um Technologie und den Stories Beyond. Heute mit André Krämer. André ist 12-facher Microsoft MVP. Er ist Public Speaker auf unterschiedlichen Konferenzen. Er ist Autor von 3 Büchern. Das letzte Buch im November 2024 veröffentlicht, also brandneu. Cross-Plattforms Apps mit .NET MAUI entwickeln mit C# für Android, iOS, macOS und Windows in der 2. Auflage. Er ist ebenfalls Autor von unterschiedlichen Fachbeiträgen in unterschiedlichen Magazinen rund um das Thema .NET. Er ist Trainer und Videokursautor, hat über 30 Kurse veröffentlicht und ist Gründer und CEO von Quality Bytes. Er ist Familienvater von 3 Kids und, was ich sagen kann, ein langjähriger Freund von mir. André, herzlich willkommen zu Beyond Code. Schön, dass du da bist. Tja, hallo Felix und ich freue mich, dass ich hier sein kann. Super. Wie machst du das in deinem Leben? Ich habe jetzt hier eine Riesenliste an Vorstellungen gehabt. Wie kriegst du das zeitmanagementmäßig organisiert? Das ist ja ein Wahnsinn. Ist natürlich eine ganze Menge. Jetzt ist ja so, das habe ich ja nicht alles dieses Jahr gemacht, sondern wie man an meiner Frisur sieht oder vielleicht auch nicht sieht, wenn man den Podcast nur hört. Ich bin schon ein klein wenig älter, jetzt gehe also, habe die Mitte 40 jetzt geknackt, bedeutet also, das habe ich innerhalb der letzten 25 Jahre so gemacht. Ansonsten denke ich aber, der Schlüssel dahin ist einfach, dass man für das, was man macht, unheimlich viel Leidenschaft empfindet. Und ich denke einfach, ich habe genau den richtigen Beruf gefunden und dementsprechend haben mir diese Dinge, die ich dort gemacht habe, auch enorm viel Spaß gemacht. Ja, super. Also Spaß ist das Entscheidende. Spaß ist der Motor, der einen vorantreibt. Bevor wir jetzt starten, wollen wir so ein bisschen deine Roots nochmal oder deinen Ursprung. Wo bist du gestartet? Du bist als Entwickler gestartet. Wie viel von dem hast du noch? Wann hast du das letzte Mal Code geschrieben und was für ein Code war das? Aber wann habe ich das letzte Mal Code geschrieben? Letzte Woche habe ich ein Videotutorial für Entwickler.de aufgezeichnet. Das war eine kleine .NET MAUI App. Allerdings war das ja Demo-Code, den man halt zum Lehren zeigt. Der letzte produktive Code, der irgendwo dann auch mal live ging, ja, schwer zu sagen. Ich würde sagen, irgendwann letztes Jahr habe ich punktuell mal bei meinen Mitarbeitern ein bisschen mitgeholfen. Aber wirklich selber größere Features, das dürfte jetzt schon 1-2 Jahre her sein. Ja, aber du schreibst noch Code, du weißt noch, wie es geht. Sehr schön. Bevor wir einfach da nochmal tiefer reingehen in deine aktuelle Position, du bist als Entwickler gestartet, warst dann Freelancer und bist mittlerweile Gründer und CEO von Quality Bytes. Was war denn für dich der entscheidende Moment oder dieses Ding, das sich da gesagt hat, ich gehe jetzt aus dem Angestellten-Dasein heraus und ich mache Freelancer? Was hat dich dazu bewegt oder wie kam das? Naja, also der Wunsch, irgendwie selber was zu machen, der war eigentlich schon seit der Schulzeit da. Ich habe damals in der 12. Klasse gedacht, Mensch, ist ja eine super Idee, ich mache mich irgendwann mal selbstständig. Ich wollte das damals mit einem Kumpel zusammen machen und wir wollten irgendwie Computer zusammenbauen und dann verkaufen. Was wir zum Glück nicht gemacht haben, weil der Markt dafür, glaube ich, nicht mehr ganz so groß ist, seitdem du die überall von der Stange kaufen kannst. Also bin ich dann erstmal ganz klassisch in Angestelltenverhältnis gegangen, habe mit Hardware angefangen, bin aber relativ schnell dann in die Softwareentwicklung reingekommen. Und ja, dieser Wunsch, selber was zu machen, der hat nie wirklich aufgehört. Ich wollte das tatsächlich die ganze Zeit immer irgendwie machen. Aber wie es so ist im Leben, ist man dann immer der Eindruck, es ist immer der falsche Zeitpunkt dafür. Ne? Es gab immer was, entweder Kinder geboren oder man hat gerade ein Haus gebaut und denkt sich, Mensch, das ist jetzt irgendwie, sollte man kein Risiko eingehen, macht man lieber mal nicht. Der ausschlaggebende Punkt war irgendwann, dass ich gemerkt habe, so im Vergleich zu meinen Kollegen brauchte ich relativ wenig Führung durch meine Führungskraft. Und mit der Führung, die ich bekommen habe, war ich dann auch häufig gar nicht so einverstanden, weil ich ganz andere Karriereziele hatte, als das, was mein damaliger Teammanager so für mich gesehen hat. Und dann habe ich mir gedacht, das möchte ich einfach nicht mehr, dass jemand anders so über meine Zukunft bestimmt, über das, was ich jeden Tag mache. Und dann habe ich gesehen, okay, die einzige Möglichkeit dazu ist halt irgendwo, mich selbstständig zu machen. Und habe damit dann die Entscheidung getroffen, erstmal als Freelancer zu starten. Okay. Und das heißt, das war dann irgendwie jetzt die Sache, das, was ich bekomme als Führung, brauche ich nicht. Ich kann das selbst besser. Ich gehe in die Verantwortung. Ich werde selbstständig. Wenn du jetzt sagst Freelancer und jetzt bist du quasi
CEO oder Geschäftsführer von der GmbH. Wie ist das denn unterschiedlich? Was unterscheidet denn den Freelancer oder was waren da deine Tätigkeiten? Wo warst du da unterwegs? Und wie unterscheidet sich das zu dem, was du jetzt aktuell machst? Ja, als Freelancer hatte ich so eine absolute Expertenrolle inne. Bedeutet also, ich habe mich auf diesen ganzen Technologiebereich .NET spezialisiert, hatte das vorher schon viele Jahre lang in diversen Unternehmen gemacht und habe im Endeffekt dort drumherum Dienstleistungen verkauft. Am Anfang war ich als externer Entwicklungsleiter tätig bei Unternehmen, als externer Softwarearchitekt. Das hat sich dann später weiterentwickelt in diesem Bereich Schulung und Beratung, weil ich gemerkt habe, dass es mir unheimlich viel Spaß macht, ja, nicht nur selber Software zu schreiben, sondern darüber zu sprechen, anderen Leuten zu erklären, wie sie das optimieren können. Und dementsprechend tief war ich auch damals in der Materie drin, weil du halt natürlich, wenn du als Experte vom Kunden gebucht wirst, dann musst du auch Expertenwissen haben und irgendwie mehr kennen als das, was, weiß ich nicht, du den neuesten Blogbeitrag auf den Microsoft DevBlogs lesen kannst. Irgendwann habe ich dann gemerkt, dass während dieser ganzen Beratungstätigkeiten, die ich da gemacht habe, immer mehr Anfragen kamen, wo es hieß, Mensch, du hast uns jetzt erklärt, wie das Ganze funktioniert. Wir würden das auch super gerne umsetzen, aber wir haben eigentlich gar keine Zeit, das zu machen. Kannst du das nicht für uns machen? Also kam dann irgendwann wieder Projektgeschäft mit dazu, was ich ja viele Jahre lang davor eigentlich gar nicht gemacht hatte. Und das wurde irgendwann so viel, dass ich das allein nicht mehr konnte. Also habe ich dann erstmal einen Mitarbeiter eingestellt, dann habe ich noch einen Freelancer mit dazu geholt, da waren wir also irgendwann zu dritt in der Entwicklung. Und dann im Endeffekt kam es dann so, dass ich mich mit einem Freund unterhalten habe, der gesagt hat, Mensch, was du gerade machst, das solltest du eigentlich in einer viel größeren Art und Weise aufziehen. Und ich habe mich am Anfang noch so ein bisschen geziert, weil ich gesagt habe, ich musste dann ja eigentlich diese Expertenrolle verlieren und auch eine ganze Menge an Unternehmeraufgaben ausführen. Da sehe ich mich gerade nicht. Ich sehe mich nicht im Vertrieb oder im Marketing, sondern ich habe eigentlich nur Spaß an Technik. Ja, auf jeden Fall. Wir haben das Gespräch dann noch ein bisschen weitergeführt und am Ende des Tages habe ich gesagt, Mensch, das passt. Es kam außerdem gerade noch ein neues, großes Projekt mit rein, was definitiv zu groß für mein Einzelunternehmen war. Denn du darfst ja nicht vergessen, wenn du Freelancer bist, bist du in der Regel ja irgendwie Einzelunternehmer. Das bedeutet, du haftest mit deinem kompletten Privatvermögen für den Fall, dass irgendwas passiert. Und das hätte im schlimmsten Fall halt geheißen, dass, alles weg ist, was du je erspart hast, inklusive deinem Haus. Und das Risiko wollte ich nicht mehr eingehen. Also kam dann der Schwenk zur Gründung der eigenen GmbH dann. Ja, okay. Das bedeutet, die Haftung ist gesichert gewesen, aber dann quasi deine Expertenwissen zu deinem Hobby gemacht, wenn ich das mal so sagen kann. Also, weil du machst es ja immer noch, also du sprichst immer noch über .NET, du schreibst Bücher drüber, wo wir nachher auch nochmal drüber sprechen. Und bist jetzt quasi in einer anderen Rolle auch unterwegs, wie ich das so mitbekommen habe. Also was ist denn für dich der größte Unterschied gewesen, jetzt von dem Freelancer, Fachexperte, wenn du dann jetzt in der CEO-Rolle bist? Und wie siehst du Leadership? Also was bedeutet für dich Leadership? Wie führst du diese Rolle selbst aus? Das waren jetzt eine ganze Menge Fragen. Ich fange mal ganz am Anfang an und dann tasten wir uns daran. Also erstmal, ich habe jetzt eine andere Rolle, das stimmt. Am Anfang habe ich die aber nicht gehabt, weil ich ja auch gar nicht wirklich wusste, was es bedeutet, so eine GmbH aufzubauen. Bedeutet also, am Anfang habe ich das Ding genauso geführt, wie ich mein Einzelunternehmen geführt habe. Was bedeutet das? Ich war knietief in der Softwareentwicklung mit drin, habe noch jede Zeile Code gereviewt, habe große Teile der Software, die wir geschrieben haben, auch selber entwickelt, habe dann nebenbei noch geschaut, dass ich irgendwie den Posteingang mache, ans Telefon rangehe, wenn jemand anruft und mich darum kümmere, dass Rechnungen und Angebote geschrieben werden. Also irgendwie so, habe alles auf einmal gemacht. Und das hat zu einer enormen Arbeitslast geführt. Das hat dazu geführt, dass ich auch sehr häufig sehr lang gearbeitet habe, sehr spät nach Hause kam. Und im Endeffekt fragte mich meine Frau immer, wenn ich so spät nach Hause kam, sagte immer, Mensch, André, warum bist du so spät hier? Und ich so, ja, da gab es ein ganz kniffliges Problem noch in der Software, das musste ich noch lösen. Meinte sie, ja, aber da hast du doch Mitarbeiter. Ich so, ja, aber das können die halt noch nicht so gut, ne? Und dann meinte sie, ja, aber ich muss das auch können. Ich so, ja, das verstehst du nicht, das ist halt knifflig manchmal in der Softwareentwicklung, da brauchst du einfach ewige Erfahrung. Und im Endeffekt hat meine Frau dann immer gesagt, du, ich glaube, du verstehst das nicht so richtig. Und ich habe das dann mal so stehen gelassen. Und irgendwann lag dann
vor so 4 Jahren vielleicht unter dem Weihnachtsbaum ein Buch mit dem Titel Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer. Ja, okay. Und das bekam ich von meinen Schwiegereltern geschenkt. Ne? Und jetzt dachte ich so, naja gut, die werden jetzt irgendwie in der Buchhandlung gewesen sein, gesagt haben, unser Schwiegersohn, der hat eine Firma. Da haben die halt irgend so einen Ratgeber bekommen, hab jetzt nicht viel dabei gedacht, wollte den schon irgendwo ganz hinten in den Schrank einsortieren. Und sagt dann noch zu meiner Frau, hier, schau mal, was mir deine Eltern geschenkt haben. Sagt sie, ja, auf meine Empfehlung und das liest du auch. Und dieses Buch, das hat wirklich ganz, ganz viel bei mir verändert. Ich kann es nur jedem wirklich empfehlen, der ein eigenes Unternehmen führt. Das Buch ist von Stefan Mehrath, das ist ja einer der bekannteren Unternehmer-Coaches und vor allem auch seriösen, würde ich mal einschätzen, in Deutschland. Und in dem Buch, das ist so in so Geschichtsform geschrieben, geht es um einen IT-Unternehmer, der aus der Entwicklerrolle heraus ein Unternehmen gegründet hat, jeden Tag irre viele Stunden macht, aber trotzdem halt sein Unternehmen nicht wirklich voran entwickelt bekommt. Und dann bekommt er in dem Buch einen externen Berater erklärt, was er halt falsch macht. Und ich habe das Ding gelesen als so ein Mensch. Das ist, als ob der irgendwie jeden Tag bei mir im Büro saß und mir zugeguckt hat. Und da habe ich zum ersten Mal aktiv angefangen, darüber nachzudenken, dass ich jetzt eine andere Rolle habe. Dass also eine GmbH zu haben nicht nur bedeutet, dass du eine andere Rechtsform hast, dass du eine Haftungsbeschränkung hast, sondern dass du auf einmal eben nicht mehr Experte bist und Fachkraftaufgaben im Endeffekt ausführst, weil das habe ich gemacht. Ne? Ich habe Fachkraft.net-Aufgaben ausgeführt, sondern du bist dafür verantwortlich, dein Unternehmen weiterzuentwickeln. Und das ist eine vollständig andere Aufgabe als das, was ich zuvor gemacht habe. Und ja, daran arbeite ich jetzt seit den letzten 3-4 Jahren ungefähr, diesen Schwenk zu machen vom Vollzeitentwickler zum Unternehmer. Zum Unternehmer. Sehr schön. Also auch dort immer auf die Frauen hören. Wenn deine Frau dir was schenkt, ist es natürlich ein Wink mit dem Zaunfall und das wird dann gemacht. Perfekt. Echt spannend. Wir werden natürlich das Buch in die Shownotes unten verlinken, damit wir alle davon profitieren können, vielleicht alle mal reinschauen können. Jetzt mal Hand aufs Herz, du bist auch Techie, ja, du weißt das alles in dem Buch und ist klar, die Berater, die können das auch gut erklären und ich glaube, man glaubt auch echt daran und man will das machen, aber dann kommt der Code, ja, dann willst du dann doch nochmal irgendwie, für manche ist es auch Therapie, wenn du die ganze Zeit irgendwie Vertrieb machst oder sowas, dann tippst du ein bisschen Code und dann kommst du wieder rein. Wie schwer war das für dich, dieses ich mache das selbst versus ich delegiere? Oder wie stehst du dazu? Weil wir haben jetzt gelernt am Anfang, du hast gesagt, du schreibst nur noch wenig Code, das heißt, du hast da ein bisschen eine Distanz davon, aber wie ist das für dich? Machen, ich kann das selbst machen, hast du am Anfang mal gesagt, machen versus delegieren. Ja, es war ein Riesenschritt. Wenn ich so an die Entwicklung denke, dann habe ich, wie gesagt, angefangen, ja große Teile der Software bei uns selber zu entwickeln. Dann, als das Team größer war es mir wichtig, dass wir immer noch einen einheitlichen Coding-Style haben. Heißt, ich habe im Pull-Request-Verfahren jeglichen Code, der bei uns in der Main-Branch gemerged wurde, persönlich gereviewt. Das war so der erste Punkt, wo ich gemerkt habe, ich muss Dinge abgeben, weil ich zum Flaschenhals geworden bin. Denn je größer dein Team wird, desto unrealistischer ist, dass du jede Zeile selber noch reviewen kannst und ja noch die ganzen anderen Sachen machst, die irgendwie so erforderlich sind. Und ich habe eine Weile dafür gebraucht, aber habe mir immer gedacht, naja, ich habe ja hier, als ich die Leute eingestellt, darauf geachtet, dass die auch wirklich was können. Und dementsprechend haben sie auch das Vertrauen verdient, dass sie den Code im ersten Schritt selber reviewen oder dass ich dort drauf schaue. Und dann habe ich auch immer mehr gemerkt, je mehr ich noch an Entwicklungsaufgaben mir selber zugewiesen hatte, was ich am Anfang schon gemacht hatte, dass ich im Sprint immer noch so 1-2 Storys selber hatte, die ich umsetzen wollte, desto mehr habe ich gemerkt, wir erreichen unser Sprintziel nicht mehr. Und irgendwo habe ich dann gemerkt, okay, ich werde gerade zum Hindernis für unser Team, weil ich es irgendwo blockiere. Und dann war so der Punkt gekommen, in dem ich sagte, okay, ich muss hier einfach zurücktreten. Leicht war das nicht, denn ich habe irgendwie mit der Softwareentwicklung angefangen, so mit 16 ungefähr. Und das war also immer ein großer Teil von mir, mit dem ich auch viel Zeit verbracht habe, wo ich persönlich viel Engagement reingesteckt habe und dann irgendwie jetzt zu merken, okay, das ist jetzt nicht mehr deine Rolle, war nicht ganz so leicht und da muss man sich halt irgendwo einen Ausgleich suchen. Und mein Ausgleich war dann halt, dass ich gesagt habe, ich gebe es über die Lehre noch weiter, dass ich irgendwie die Tutorials weiter aufzeichne, die Bücher schreibe. Und was ich immer noch schaue, ist, um nicht so vollkommen praxisferne Sachen zu schreiben, sondern Dinge, die auch wirklich Relevanz haben,
dass ich mich immer noch mal, so oft es geht, zu den Entwicklern setze, denen über die Schulter schaue, noch mal Tipps gebe, die irgendwo auch von meiner Erfahrung profitieren lasse. Aber ich glaube, so ganz weg davon, und zu sagen, ich mache jetzt nur noch Unternehmeraufgaben, ich glaube, das wäre mir sehr schwer gefallen, tatsächlich. Ja, kann ich verstehen. Ist auch spannend, deine Branche oder unsere Branche, die IT-Branche, Technologiebranche, die entwickelt sich rasant weiter. Du hattest jetzt schon ein paar Mal gesagt, du guckst mal den Entwickler über die Schulter, aber wie bleibst du sozusagen auch auf dem Puls, am Puls der Zeit? Wie entwickelst du dich weiter? Weil eine Aufgabe von einem Unternehmer ist natürlich nicht im Unternehmen zwangsläufig zu arbeiten, sondern mehr am Unternehmen zu arbeiten. Also wie gibst du Technologierichtungen vor und wie holst du dir dein Wissen sozusagen? Was sind deine Kanäle, was sind deine Methoden? Wie bildest du dich selbst fort, damit du trotzdem noch Impulse geben kannst und auch auf der technologischen Ebene quasi das Unternehmen steuern kannst? Da gibt es so mehrere Dinge. Das eine ist ja, dass heute im Gegensatz zu früher du unheimlich viel freies Wissen ja, sehr leicht zugänglich hat. Also bedeutet, du kannst dir problemlos aktuelle News irgendwo im IT-Bereich, auch in der Softwareentwicklung, in den verschiedenen Webblogs angucken. Also ich lese regelmäßig zum Beispiel, weil wir sehr .NET-zentrisch sind, die Blog-Einträge der Microsoft-Mitarbeiter. Ich folge denen früher mal auf Twitter, heutzutage lieber auf LinkedIn. Da hat man nicht so viel Störfeuer, was man noch so links und rechts bekommt, wenn man dort unterwegs ist. Um dort einen gewissen Draht zu haben. Bei den größeren Online-Veranstaltungen, mag das jetzt die .NET-Con von Microsoft sein oder die Bildkonferenz, schaue ich halt, dass ich mir die Zeit wirklich im Kalender blocke und dem Ganzen aktiv folge. Außerdem natürlich der persönliche Austausch, der ist mir sehr wichtig, mit anderen Entwicklern, auch Entwicklern, die nicht bei mir in der Firma arbeiten. Ich denke, das ist immer ganz besonders bereichernd. Und dann schlussendlich halt selber machen. Und ja, wie gesagt, das ist mein Weg halt, dass ich halt darüber schreibe und Dinge da dann in der Tiefe nochmal mir anschaue und dadurch halt schaue, dass ich das Wissen frisch halte. Ja, super spannend. Danke dir dafür. Jetzt nochmal zurück zu meiner Ursprungsfrage oder einer der Fragen vom Anfang. Wie siehst du Leadership? Also was bedeutet für dich ein guter Leader zu sein oder in deiner Rolle? Was würden denn deine Mitarbeiter sagen, wenn ich sie jetzt fragen würde, hey, was für ein Typ Leader ist André? Tja, was finde ich wichtig? Ich finde, wichtig ist, dass man den Mitarbeiter als Individuum betrachtet und schaut und erstmal versteht, welche Ziele hat dieser Mitarbeiter eigentlich und wie lassen sich die mit den Unternehmenszielen übereinbringen. Ich habe es ja erwähnt, für mich einer der Gründe, warum ich selbstständig bin, war, dass ich irgendwo keine Lust mehr hatte, mir Ziele vorgeben zu lassen, die für mich einfach, für meine Persönlichkeit gar keinen Sinn ergeben haben. Und ich finde, darum ist es gut oder ist sehr wichtig, wenn du ein guter Anführer sein willst, dass du halt schaust, okay, wo wollen sich die Leute, die du in deinem Team hast, hinentwickeln und denen entsprechend zu helfen. Also ich sehe mich dort eher als jemanden, der so ein bisschen Schützenhilfe an der Stelle gibt, schaut, dass die Leute halt ihren Weg gehen können. Und natürlich muss sich das irgendwo mit den Unternehmenszielen vereinbaren. Wenn ich jetzt jemanden im Team hätte, der sagt, ey du, ich würde super gerne ein Weltklasse-PHP-Entwickler werden, zum Beispiel, das ist mein Traum, dann würde ich auch sagen, das finde ich super. Und wenn das dein Traum ist, solltest du das verfolgen, aber dann musst du dir halt was Neues suchen. Das wird bei uns nicht passieren. Nichtsdestotrotz lässt sich das ja ganz häufig irgendwie kombinieren, dass du Vorlieben von Leuten siehst und dann die in die richtige Richtung weist. Und ich denke, was dann wichtig ist, du musst deine Mitarbeiter als das behandeln, was sie sind, nämlich erwachsene Menschen und versuchen nicht alles zu reglementieren und im Endeffekt so ein Korsett um sie herum zu schaffen, was sie eigentlich nur noch einengt. Jeder muss die Möglichkeit haben, sich zu entfalten. Du musst eine Kultur haben, das ist zumindest meine Meinung, die es erlaubt, auch mal Fehler zu machen, solange man offen darüber spricht und daraus auch lernt, finde ich, ist es vollkommen in Ordnung und auch sehr wichtig. Ja, hört sich nach einer guten Kultur an bei Quality Bytes. Ich höre so ein bisschen raus, Facilitator, sozusagen den Raum schaffen für die Leute, damit sie sich entwickeln können, Freiräume geben, trotzdem immer noch ein bisschen Rahmenparameter außenrum setzen, damit das Unternehmen in die richtige Richtung geht. Also ich glaube, es ist richtig spannend, wenn wir über Quality Bytes sprechen.
Gib uns doch mal ganz kurz einen Pitch. Was macht Quality Bytes eigentlich? Wie viele Leute seid ihr mittlerweile? Damit wir ein bisschen mehr Hintergrund dazu kriegen noch. Ja, wenn wir alle zusammenzählen, inklusive der Reinigungskraft und den Werkstudenten und Halbtagsmitarbeitern, sind wir aktuell 22 Personen. Uns gibt es jetzt seit Mitte 2018 und wir entwickeln im Endeffekt individuelle Software im .NET-Umfeld, dort primär für andere Softwareunternehmen. Und denen helfen wir dabei, Mobile Apps mit .NET MAUI zu schreiben, denen helfen wir damit, Webanwendungen primär mit ASP.NET und in letzter Zeit auch viel mit Blazor zu schreiben. Und so das dritte Thema, was wir bei uns haben, ist das ganze Thema Dokumentenautomatisierung. Dort arbeiten wir mit der Firma TX Text Control zusammen, die so eine Entwicklerkomponente für Textverarbeitung in der eigenen Anwendung anbieten. Und da schreiben wir halt Automatisierungssysteme auf dieser Basis. Ja, spannend. 22 Leute, Glückwunsch. Also das ist ja schon eine sehr große Mannschaft, die du aufgebaut hast. Du hast gesagt, nach und nach hast du angefangen, Menschen zu hiren oder anzustellen. Was ist dir denn besonders wichtig bei jemandem? Also du hast das schon mal kurz angekreist sozusagen, was für dich wichtig ist beim Einstellen. Was sind denn so die Charakterzüge, die jemanden, ein Quality Byter sozusagen ausmachen, wenn du ihn haben möchtest? Tja, wenn ich das jetzt hier preisgebe, kann natürlich jeder unseren Bewerbungsprozess hacken, aber von der Grundidee, wir haben bei uns auf der Webseite, haben wir Unternehmenswerte stehen und weiß ich nicht, die sind jetzt nicht irgendwie in der Marketingabteilung entstanden, weil man gutes Außendarstellung haben wollte, sondern als ich das Unternehmen gegründet habe, habe ich mir überlegt, was möchte ich, wie die Leute ticken, die hier in der Firma arbeiten, wie möchte ich mit Kunden zusammenarbeiten? Und was ich tatsächlich mache, ist, ich spreche mit den Leuten über unsere Werte, damit auch jeder weiß, wo er dran ist. Und bei uns ist zum Beispiel unheimlich wichtig, dass du als Teamplayer irgendwo funktionierst. Also ich brauche keinen, der jetzt sagt, hey, ich bin der weltbeste Programmierer, den man jemals gesehen hat. Und ihr alle anderen seid sowieso nicht annähernd so gut wie ich. Und ihr dürft froh sein, dass ihr überhaupt in dem gleichen Raum sitzen dürft wie ich. Das mag sein, dass der wirklich so toll ist, der Mensch, aber dann passt er nicht zu uns, weil wir arbeiten bei uns halt im Team. Mir ist wichtig, dass jeder akzeptiert, dass jeder seine Stärken und Schwächen hat und dass man halt sich gegenseitig hilft, irgendwo die Schwächen zu verbessern und nicht noch oben drauf haut, wenn man irgendwie sieht, dass jemand bei irgendwas nicht so gut ist. Und das ist so das Erste, was ich mir angucke. Ich gucke mir an, passt der ins Team? Und ich stelle mir da einfach immer eine Frage, nämlich, wenn wir irgendwann mal so viele Leute haben, dass wir nicht mehr genug Platz in unserem Büro haben und ich müsste mir mit dieser Person mein Büro teilen und jeden Tag Tisch an Tisch zusammensitzen mit dem, hätte ich da Lust drauf? Und wenn die Antwort ist nein, das finde ich ganz furchtbar, ich würde jeden Tag schon mit absoluten Bauchschmerzen zur Arbeit gehen, dann stelle ich den oder die nicht ein. Jetzt ist es natürlich so, dass ich nicht nur nach Sympathie einstellen kann, man muss auch irgendwie was können. Heißt da schon mal schon so ein bisschen drauf, was haben die Leute bisher in der Vergangenheit gemacht? Haben sie irgendwie so ein bisschen Draht zu Community-Arbeit? Haben sie irgendwie vielleicht einen eigenen GitHub-Account, auf dem sie ein paar eigene Hobbyprojekte hochgeladen haben? Das gucke ich mir aber ganz gern an, um zu sehen, okay, was können die Leute eigentlich? Natürlich ist so, Technologie entwickelt sich schnell weiter. Bedeutet, wenn jetzt jemand ankommt, der sagt, hey du, ich habe in meinem letzten Unternehmen mit .NET 4.8 die ganze Zeit gearbeitet und ich habe ganz viel Lust, tatsächlich mir die neuen .NET-Versionen anzugucken, dann wäre das für mich kein Showstopper. Auf der anderen Seite, wenn jetzt jemand kommt und sagt, hey du, ich habe die letzten 30 Jahre Visual Basic 6 im Unternehmen gemacht und fand das mit dem .NET eigentlich immer viel zu kompliziert, aber ich glaube, ich gucke mir das hier mal an. Ich glaube, das kriegen wir nicht mehr so schnell irgendwo aufgeholt. Das bedeutet, primär müssen die Leute ins Team passen, die Skills müssen passen, wobei ich da immer sage, okay, das, was die Leute nicht können, wenn es eine richtige Basis gibt, das kriege ich denen schon beigebracht oder halt auch der Rest des Teams kriegt denen das beigebracht. Ja, sehr schön. Also das heißt, man muss noch nicht komplett sein. Man kann einiges lernen bei euch. Ich werde mir definitiv den Hack merken, dass man sich das gedanklich vorstellt. Wir sitzen jetzt in einem Büro, also fand ich super. Das ist was ich auf jeden Fall mitnehmen werde. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt. Sucht ihr Leute, das hier mal fallen zu lassen? Aktuell? Tatsächlich muss man sagen, im Moment sind wir eigentlich sehr gut mit der Bestandsmannschaft aufgestellt. Was nicht heißt, wenn jetzt jemand denkt, er passt super gut zu uns, dass es sich nicht mehr lohnt, eine Bewerbung durchzuschicken, da kann man immer noch mal schauen. Aber aktiv
passt eigentlich Auslastung zur Mannschaft sehr gut bei uns. Okay, perfekt. Das heißt, die Mutigen können dich kontaktieren gerne. Wir werden nachher noch deine Kontaktdaten vielleicht auch hier nochmal nennen und auf jeden Fall in den Shownotes mit aufnehmen. Jetzt gehen wir noch ein bisschen in die Technologie. Du hast gesagt, ihr helft anderen Softwareentwicklungsunternehmen, Apps zu bauen, sage ich jetzt mal. Ihr seid im Azure-Umfeld wahrscheinlich unterwegs, wegen der Microsoft-Hintergrund. Ihr baut .NET-Applikationen und ihr überführt wahrscheinlich auch Applikationen in die neue, moderne Welt. Wie siehst du denn also du bist ja natürlich mit .NET MAUI dann auch in dem App-Umfeld unterwegs und dort spezialisiert. Wie siehst du denn aktuell diesen Trend oder die Lage der App-Entwicklung? Weil es gab ja mal eine Zeit, da wollte jeder plötzlich eine App haben oder jeder musste eine App haben. Und wie siehst du das aktuell mit der App-Entwicklung? Wie ist der Markt? Was sind die Trends dort? Naja, es ist definitiv so, dass so die große Goldgräberzeit ist sicherlich vorbei, indem du, weiß ich nicht, mit einer App, die irgendwie einen Diamanten dargestellt hast, Millionär werden konntest, die nichts anderes können musste. Was wir halt irgendwo sehen, ist, vielleicht ganz kurz dazu, unsere Kunden, mit denen wir zusammenarbeiten, ich habe es eben schon gesagt, sind ja in der Regel andere Softwarehäuser. Also heißt, wir schreiben irgendwo B2B und keine Consumer-Apps. Was wir dort schon wahrnehmen ist, wenn ich mal so an unsere Kunden schaue, dass das in der Regel Unternehmen, die eine Branchensoftware haben, die seit vielen Jahren irgendwie entwickeln und die bekommen irgendwie jetzt von der Seite Konkurrenz, weil irgendein bestehender oder neuer Mitbewerber hat eine App, die haben noch keine vielleicht, heißt also dort fangen die Kunden an, so ein bisschen aufmüpfig zu werden und sagen, Mensch, hier euer Konkurrent, der hat aber eine App und das finden wir super gut, weil unsere Leute, die eure Software nutzen, sind vielleicht nicht jeden Tag im Büro, die brauchen das. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Unternehmen, die es einfach selber versucht haben. Und was ich da häufig am Markt beobachte, ist gerade in so Softwareunternehmen, dass die App entwickeln muss, der am wenigsten im Projektgeschäft eingebunden ist, was häufig Azubis sind. Heißt also, hey, wir brauchen eine App, was nicht für Großkonzerne in der Regel gilt, aber halt, wenn wir so an den kleineren Mittelstand denken, ist dann doch häufig so, ja, wir brauchen eine App, ach, guck mal hier, wir haben hier den Azubi im 2. Lehrjahr, vielleicht am 3., der braucht noch ein Abschlussprojekt, der baut jetzt unsere App. Das Problem ist, der hat das noch nie in seinem Leben vorher gemacht. Bedeutet also, der weiß nicht wirklich, was er tut. Und im Endeffekt kommt da eine App bei raus, aber häufig halt leider keine gute, worunter natürlich wieder die Marke des Kundens irgendwo leidet, weil im Gegensatz zu Desktop-Software, die du halt bekommst und dann ist gut, hast du die App auf deinem Mobiltelefon und hast die Möglichkeit, über den Store eine Bewertung abzugeben. Und die sind halt, wenn man das halt jemanden machen lässt, der das nicht wirklich kann, selten schmeichelhaft, die Bewertung, die man dort sieht. Und dann hat man eigentlich genauso viel Stress wie vorher. Ne? Erst hatte man keine App, jetzt hat man eine 1,3 Sterne-App oder so. Heißt also, es ist beides nicht gut. Aber zu deiner Ursprungsfrage, wie sehe ich überhaupt die Branche? Also wie gesagt, so diese große Goldgräberzeit ist vorbei. Man bekommt, zumindest ist meine Wahrnehmung, nicht mehr die Türen eingerannt, wenn man sagt, wir können auch App-Entwicklung. Ich denke, das passiert im Moment eher, wenn du sagst, wir können auch KI, dann rennen sie dir die Türen ein. App-Entwicklung gehört da schon so ein bisschen zu den Oldschool-Themen. Und ja, die Unternehmen, die jetzt heute noch sagen, wir brauchen eine neue App, sind meiner Meinung nach Unternehmen, die es in der Vergangenheit einfach von der Priorität her nicht hoch genug eingestuft haben, weil sie gesagt haben, komm, das brauchen unsere Kunden halt eben vielleicht doch nicht. Ja, oder die Kundenbindung verstärken wollen, indem sie dann dieses Segment jetzt da einfach mit betreuen oder mitgehen. Was ich manchmal beobachte, ist ein anderes Phänomen, dass man externe Firmen engagiert und sagt, hier, macht mir eine App und dann machen die das natürlich sehr gut. Die sind aber oft auch auf einem anderen Level, weil du hast ganz gerade gesagt, ihr macht das jeden Tag, ihr seid da gut aufgestellt, professionell. Und dann kommt aber der Zeitpunkt, wo man das übergibt, wieder an das andere Development-Team. Also begleitet ihr das oder was sind da eure Erfolgsrezepte oder was könnt ihr diesen Teams, die dann quasi jetzt eine externe Firma bekommen, die baut dann die App, die glänzt, die wird bestimmt 5 Sterne bekommen und jetzt habe ich das Ding geerbt, was mache ich damit sozusagen? Also wie geht ihr damit um, mit dieser Situation? Also ich finde, wenn du den externen Partner suchst, dann gibt es mehrere Faktoren, die du definitiv berücksichtigen solltest. Das eine ist, du musst dir anschauen, welche Technologien nutzt du im Moment bei dir im Haus? Also welche Skills hast du eigentlich? Und wenn du zum Beispiel primär .NET und C# bei dir machst, vielleicht bisher WPF oder irgendwie ASP.NET, und du holst jetzt eine Agentur rein, die sagt, hey, wir machen dir eine App in Flutter, weil das tollste Framework auf der Welt ist,
dann mag das sein, dass das für diese Agentur das tollste Framework auf der Welt ist. Du hast danach aber, wenn du den Code übernehmen möchtest, einfach das Problem, du weißt noch nicht mal, mit welcher Entwicklungsumgebung du das überhaupt öffnest, geschweige denn, wie das irgendwie kompiliert werden kann. Das gibt dann meistens einen Mitarbeiter, der hat dann die Übergabe bekommen. Und wenn der krank ist, im Urlaub ist oder das Unternehmen verlässt, dann steht die Firma da und kann ihre App nicht mehr aktualisieren. Also heißt, Punkt 1 ist, guck dir wirklich an, welche Skills hast du im Unternehmen und dann schaust du dir schon mal an, mit welcher Technologie willst du das Ganze eigentlich gemacht haben. Denn diese ganzen Cross-Plattform-Technologien, die es am Markt so gibt, die haben alle ihre Stärken und Schwächen, genauso wie die native Entwicklung natürlich auch. Und im Endeffekt gut aussehende Apps, die wirklich funktional top sind, bekommst du mit so ziemlich jedem aktuellen Framework hin. Also heißt Schritt 1, guck dir, welche Skills du hast, danach wählst du aus, was dein Partner können muss. Punkt Nummer 2, wenn du mit denen zusammenarbeitest, überleg dir vorher, ob du die App wirklich wieder selber aktiv danach pflegen möchtest. Also wir haben Kunden, die sagen ganz klar, wir lassen das jetzt einmal extern entwickeln, um angeschoben zu werden. Die Pflege und Wartung machen wir intern. Wir haben aber andere Kunden, die sagen, hey, wir haben noch nicht mehr genug Kapazität für unser Kerngeschäft. Das wäre ganz furchtbar, wenn jetzt auch diese App reinkommt. Wir wollen einfach nur, dass es in der Technologie geschrieben ist, die wir danach auch beherrschen könnten, wenn was ist. Also, die Gedanken solltest du dir machen, ne? Und im Endeffekt, wenn du dann sagst, ich möchte gerne eine App entwickelt haben und du hast eine Agentur gefunden, die das mit der Technologie machst, die du auch beherrschst und du willst den Code später übernehmen, dann musst du im Vorgespräch versuchen rauszufinden, ob die in der Lage sind, mit dir danach auch über den Code zu sprechen, also eine vernünftige Übergabe zu machen. Ne? Schau dir vielleicht mal ein paar Referenzen von denen an, wie gut der Code eigentlich ist. Schau mal, ob die dir die Konzepte da drin vernünftig erklären können, weil es gibt halt auch viele am Markt, die extrem tief in der Technik drin sind, die es aber einfach nicht erklären können, weil Technik beherrschen und Technik erklären sind zwei vollkommen verschiedene Skills. Und da musst du einfach für dich dann in deinem Unternehmen den Sweet Spot finden, wenn du an einen Partner denkst. Ja, passt, also super. Das heißt, nicht einfach nur über den Zaun werfen und die neuesten, also das neueste Framework, was gerade rauskommt, benutzen und man weiß dann gar nicht mehr, ob es in 2-3 Wochen die Adoption so hoch ist, dass das Framework weiter existiert. Und ja, sehr schön. Also viele wertvolle Tipps, danke dafür. Du hast jetzt schon ein paar Mal so Richtung Cross-Plattform, Flutter und sowas. Wahrscheinlich, tippe ich jetzt mal aufgrund auch des Buchs, was du geschrieben hast, ist dein bevorzugtes Framework .NET MAUI, also das MAUI-Framework. Für alle, die das jetzt nicht kennen, kannst du da mal kurz abholen. Also natürlich werden alle deine Bücher lesen jetzt, aber vielleicht ganz kurz. Was macht .NET MAUI so besonders für dich? Warum hast du gesagt, hey, das ist es, das ist die strategische Ausrichtung für mich, das benutze ich? Ja. Ich könnte es mir jetzt einfach machen und sagen, .NET MAUI ist die Weiterentwicklung von Xamarin Forms, aber damit habe ich, glaube ich, nur die eine Technik mit der anderen erklärt. Also was ist .NET MAUI? Im Endeffekt ist es Microsofts Framework, mit dem ich Apps für mehrere Plattformen, und zwar für Android, für iOS, für Windows und für macOS schreiben kann. So, und das Ganze mit einer geteilten Codebasis, so dass ich halt eben große Teile des Quellcodes, den ich schreibe, wirklich über diese verschiedenen Plattformen teilen kann. Was macht es für mich so besonders? Ja, für mich war der Reiz damals beim Vorgänger Xamarin Forms einfach, dass ich auf einmal meine bestehenden .NET-Skills nutzen konnte und damit Apps für Android und iOS schreiben konnte. Dass ich in der Lage war, Quellcode wieder zu verwenden, den ich irgendwo vielleicht für mein Backend schon geschrieben hatte, irgendwelche, mögen es einfache Datenklassen gewesen sein oder so ein paar Utility-Klassen, die konnte ich einfach, ja, als Library, als Bibliothek bereitstellen, dort wiederverwenden. Ich konnte meine kompletten Skills wiederverwenden. Das ist das, was für mich den Charme an .NET MAUI so extrem ausmacht. Dass ich halt wirklich als .NET-Entwickler auf das bauen kann, was ich eh schon kann. Okay, das heißt, die Skills, also es wiederholt sich quasi. Das, was du eben empfohlen hast für deinen Dienstleister, machst du natürlich selbst, eat your own dog food. Ja. Ich schaue, welche Skills ich habe, wo ich gut unterwegs bin, welche Pattern ich eventuell schon kann. Also ich habe einiges von Dependency Injection und solche MVVM Pattern in deinem Buch gelesen. Also das heißt, das sind keine neuen Sachen, die gab es eigentlich schon immer auch im Desktop-Bereich mit WPF oder auch damals in Silverlight. Und das heißt, dieses Skillset nimmst du jetzt einfach mit und gehst dann sozusagen dort den Weg mit .NET MAUI und bist dabei in der Lage,
mit einer Technologie auf verschiedene Plattformen zu deployen. Ja, absolut. Und ich meine, das ist was eigentlich so den Charme von .NET für mich seit der ersten Version ausgemacht hat. Ja, ist eine Programmiersprache und ich kann eigentlich für jedes erdenkliche Endgerät programmieren. Ich kann für den Windows Desktop entwickeln, ich kann fürs Web entwickeln, ich kann für mobile Geräte entwickeln, ich kann für IoT-Geräte damit entwickeln, ich kann meine Software unter Linux laufen lassen, ich kann sie auf dem Mac laufen lassen. Und das ist für mich ein ganz, ganz großer Vorteil von .NET und das Ganze läuft auch überall super performant und sieht auch vernünftig aus. Ja, aber ist nicht immer so. Ich kann mich erinnern, irgendwann hat, glaube ich, Steve Ballmer mal gesagt, Linux ist Cancer. Jetzt haben sie ihr eigenes Linux-Subsystem. Also das heißt, bei Microsoft ist einiges passiert. Sie haben sich auch mehr Richtung Open Source geöffnet. Ich finde das super. Also ich mag das neue Microsoft, wie es sich entwickelt hat, gerade auch für Entwickler, dass man viel den Source Code auch selbst sehen kann. Und was man bei dir merkt, ist, du bist natürlich auch in der Weiterentwicklung von .NET MAUI direkt involviert. Du kennst die ganzen Keyplayer dort und hast aber auch ein bisschen eine Leidenskurve schon mit dem Framework erlebt. Also ich kann mich da an so einen Tweet oder Xeed, wie man auch immer jetzt sagt, erinnern. Ich habe jetzt, was für einen Rechner brauche ich, um eine Business-Applikation wirklich hier mal durchkompilieren zu lassen? Und ich glaube, da hat so ein bisschen der Frust rausgesprochen. Das heißt, es ist nicht immer alles einfach, aber mitgestalten zu können, ist ja auch was, oder wie siehst du das? Ja, das Rechnerproblem habe ich zum Glück mittlerweile gelöst. Können wir später auch nochmal drüber sprechen. Ansonsten, das waren ja jetzt ja mehrere Aspekte. Also zum einen, ja, das neue Microsoft, wobei, das hatte die Ursprünge irgendwo schon 2010 gehabt, dieser Wechsel. Gefällt mir auch unheimlich gut von der Closed Source Company zur Sourced Open, zur Open Source Company, die sie jetzt sind. Können wir gleich gerne noch mal ein bisschen tiefer einsteigen an der Stelle. Was jetzt MAUI selber angeht, .NET MAUI kam mit .NET 6 heraus. Also eigentlich wäre das Ganze rausgekommen irgendwann im November 2021. Das Team war aber nicht fertig. Heißt also, man hat es nochmal ein halbes Jahr rausgeschoben. Bis Mai 2022, meine ich, war es. Mein persönliches Gefühl war, irgendjemand hat gesagt, es ist vollkommen egal, wie weit ihr seid, das Ding kommt raus, da ist die Bildkonferenz, da muss das auf den Markt kommen. Und da hat sich Microsoft auch meiner Meinung nach keinen Gefallen getan, weil das aktive Framework Xamarin Forms war schon abgekündigt. Das neue Framework .NET MAUI war noch, ja, ich würde es mal so ein frühes experimentelles Stadium nennen. Bedeutet irgendwie in so einem Zustand, sobald du versuchst hast, damit wirklich produktiven Code zu schreiben, bist du sehr schnell an Grenzen gestoßen. Und das hat einfach dazu geführt, dass der Ruf auch unheimlich gelitten hat von .NET MAUI, weil so in den ersten beiden Versionen 6 und 7, das war schwierig damit zu arbeiten und dementsprechend gab es sehr viel Frust in der Entwickler-Community, viele Entwickler, gerade so Freelancer, die vorher viel im Open-Source-Umfeld auch für .NET MAUI oder für Xamarin Forms getan haben, sind abgewandert zu anderen Frameworks wie Flutter und dementsprechend schlecht war wohl die Stimmung. Jetzt hat Microsoft Folgendes gemacht, was ich ganz clever fand. Die haben nicht gesagt, hey, wir haben hier ein Produkt, das funktioniert im Moment so halb gut. Lass uns da doch mal eine riesen Tonne neue Features irgendwie reinbringen, damit das Marketing-Team so ein bisschen was zum Bewerben hat. Sondern die sind aktiv hingegangen und haben eigentlich von 6 bis 9, das ist jetzt die aktuelle Version, so gut wie gar keine neuen Features reingebracht. Also ich erinnere mich noch, ich habe einen Vortrag eingereicht auf einer Konferenz, ein neues in .NET MAUI 8. Das musst du dir vorstellen, den Vortrag reichst du in der Regel ja so ein halbes Jahr vor der Konferenz ein. Und diese Konferenz war kurz nach dem .NET 8 Launch. Heißt, ich hatte noch gar keine Ahnung, was eigentlich drin sein wird in MAUI 8. Und es waren wirklich nur so Features wie, wir haben jetzt Tastenkürzel unter Windows für Menüs. Oder wenn ich in ein Textfeld unter iOS klicke, dann überlappt die Bildschirmtastatur nicht mehr dieses Eingabefeld. Fix the Basics, sozusagen. Ja, und das ist nicht leicht, eine Stunde Vortrag damit zu füllen. Auf der anderen Seite muss man sagen, ich habe dann auch überlegt, sag mal, was machen die da eigentlich? Also hier passiert gar nichts mehr. Ich habe schon überlegt, ob das Framework an sich tot ist. Aber im Endeffekt haben sie genau das Richtige gemacht. Sie haben geschaut, dass sie das Ganze stabil gemacht haben. Sie haben Tausende von Bugs gefixt
Und dementsprechend haben wir jetzt mit .NET 8 oder seit .NET 8, vor allem jetzt auch mit .NET MAUI 9, super stabiles System für die Cross-Plattform-Entwicklung auf der .NET-Basis. Sehr schön. Also eine klare Empfehlung. Leute, die jetzt einsteigen wollen und auch Skills im Microsoft-Umfeld haben, C# können und das können auf jeden Fall auf .NET MAUI im Moment setzen. Natürlich auch mit deinem Buch zusammen. Ja, Microsoft-Umfeld, C#, ich habe es im Eingang gesagt, 12 Jahre lang, 12 Mal ausgezeichnet worden von Microsoft als MVP. Wie machst du das? Wie geht das? Das ist eine sehr gute Frage. Im Endeffekt muss man verstehen, was ist überhaupt dieser MVP-Titel und wofür bekommt man den. Ne? Also viele glauben ja irgendwie am Markt, das ist irgendwie ein Zertifikat. Das bekommst du, wenn du irgendwie so einen Online-Kurs durchgeklickt hast und danach einen Multiple-Choice-Test gemacht hast. Und das ist absolut nicht. Sondern im Endeffekt, Microsoft zeichnet jedes Jahr ungefähr 4.000 Leute weltweit aus und schaut sich dort an, welchen Einfluss haben die auf die entsprechende Community gehabt. Und du kannst halt für Entwicklertechnologien MVP sein, so wie in meinem Fall. Du kannst aber auch MVP für die Xbox sein oder für Windows oder für Azure, für was auch immer. Ich glaube, es gab sogar mal einen für OneNote, gab es früher mal einen MVP-Titel. Ich weiß nicht, ob es den noch gibt. Also die schauen sich also an, welchen Einfluss hast du dort gehabt. Bedeutet, es geht nicht darum, dass du jetzt sagst, ich bin aber der weltbeste .NET-Programmierer, sondern es geht irgendwo darum, dass die sich anschauen, hey, teilst du dein Wissen mit anderen Leuten? Bist du für deine Community ein Ansprechpartner, wenn die Fragen haben an der Stelle, ne? Und ja, was habe ich dafür gemacht? Ich habe irgendwann in Koblenz zusammen mit 3 Freunden damals die .NET User Group gegründet, wo wir im Endeffekt uns früher einmal im Monat getroffen haben und ja, reihum Vorträge rund um .NET gehalten haben. Dann kamen die Artikel hinzu, die Vorträge auf den Konferenzen, das Buch, die Videokurse, Social Media Posts, all sowas, Open Source. Da gibt's ganz viele verschiedene Wege. Das Wichtige ist halt irgendwie, du solltest was tun, was anderen Leuten hilft, und du solltest es nicht tun, um diesen Titel zu bekommen, sondern das ist halt im Endeffekt am Ende eine Anerkennung, die man halt erkennt. Bist du enttäuscht? Also am Anfang zum Beispiel, ich habe meinen ersten MVP-Titel 2013 bekommen und war seit spätestens 2005 sehr aktiv, auch außen sichtbar in der Microsoft-Community. Wie du siehst, haben da einige Jahre dazwischen gelegen, bis da was passiert ist, was diverse Gründe hatte. Am Anfang gab es zum Beispiel noch nicht diese Spezialisierung auf der Developer Technologies, sondern gab es den MVP für irgendwie Desktop-Entwicklung, für Web-Entwicklung, für was auch immer, was für Entwicklung. Und ich habe halt jede Woche über ein anderes Thema, was ich halt gerade auf der Arbeit gemacht habe, irgendwie geschrieben, heißt also, der Fokus gefehlt. Und ja, natürlich denkt man sich manchmal, ach, das ist aber schade, dass so viele andere Leute dort jetzt diese Auszeichnung bekommen, man selber nicht. Aber am Ende des Tages war es dann auch nicht wirklich schlimm, weil ich habe das gemacht, was ich sowieso gerne machen wollte, nämlich irgendwo Wissen geteilt. Und dann kam dieser Titel dann von ganz alleine am Ende des Tages dann. Also das heißt, den Fokus weg von den Lorbeeren, den Titel einfach machen, mit der Community teilen, nach außen wirksam sein, sozusagen vielleicht auch ein Nischenthema besetzen oder ein Spezialthema besetzen. Ja. Und Microsoft scannt dann sozusagen den Markt und kriegt das dann mit, oder wirst du dafür empfohlen? Ja, mittlerweile ist es so, dass sich ein anderer MVP oder ich glaube ein Microsoft-Mitarbeiter, das weiß ich gar nicht genau, wie die aktuellen Programmvorgaben dort sind, vorschlagen müssen. Früher konnten auch einfach so Leute aus der Community über ein Formular das einreichen. Also da hättest du zum Beispiel jetzt jemanden als MVP vorschlagen können, obwohl du niemals in deinem Leben MVP gewesen bist. Und im Endeffekt dann, es gibt bei Microsoft Mitarbeiter, die sind dafür zuständig, schauen sich dann die Profile der Leute an und dann geht das halt in die interne Prüfung. Das Spannende ist tatsächlich, ich habe ja eben gesagt, es werden pro Jahr 4.000 Leute ungefähr ausgezeichnet. Aber das heißt nicht, dass jedes Jahr 4.000 neu dazukommen, sondern du wirst selber jedes Jahr neu auf die Probe gestellt. Also das kann gut sein, selbst wenn du jetzt seit 10 Jahren, seit 20 Jahren mit dabei bist, aber halt in einem Jahr vielleicht mal ein bisschen ruhiger warst, dass du dann einfach auch raus bist an der Stelle. Also heißt, du musst kontinuierlich Mehrwert für die Community liefern. Ja, sehr guter Punkt. Auch die MVP-Community, das, was ich jetzt auch gerne so ein bisschen beleuchten würde, das sind ja natürlich die Top-Leute in dem Umfeld. 4.000 hast du gesagt.
Ihr fahrt, glaube ich, auch immer mal zum MVP Summit, wo ihr euch trefft. Äh, wie ist das denn, mit so einer Community zusammenzuarbeiten? Hat das dein Netzwerk verbessert? Hast du dort mit dem einen oder anderen Kontakt oder trefft ihr euch dann ab und zu mal und sagt, hey, alles gut, wieder so weiter? Oder ist das wirklich, dass da Freundschaften oder vielleicht auch so ein Arbeitsnetzwerk draus geworden ist? Ja, irgendwo alles davon. Teilweise, ich sag mal, durchs MVP-Programm, teilweise aber auch zufällig, weil man sich über andere Dinge kannte und dann einfach nur zufällig, man war dann alle am Ende MVP geworden. Aber vielleicht so grundsätzlich, wie ist das? Also ist natürlich unheimlich spannend, mit anderen Leuten zu sprechen, die die gleiche Leidenschaft irgendwo teilen. Weil wie eben schon mal gesagt, es bedeutet nicht, dass du der beste .NET-Programmierer auf der Welt bist. Auch wenn viele MVPs wirklich gut sind, das ist schon, du musst schon was können, ne? Aber du findest immer, wenn irgendwo einen ganz stillen, der bei sich im Büro sitzt und einen mega guten Job macht, aber niemals im Leben darüber sprechen wird. Aber du triffst halt Leute im MVP-Programm, die die gleiche Leidenschaft irgendwo teilen. Das ist spannend, sich mit denen auszutauschen. Da entstehen neue Ideen für Formate, die man machen kann. Einen, den ich da jetzt seit vielen Jahren kenne, der Gregor Bieswanger, wir stehen uns super gut. Der hat einen sehr gut laufenden Twitch-Kanal mit My Coding Zone zum Beispiel. Und so kam es, dass ich zum Beispiel zum ersten Mal in meinem Leben wirklich auf Twitch gewesen bin, weil ich dort als Gast war und vorher dachte, das ist das, was die Kinder benutzen, wenn sie sich irgendwie Leute beim Computerspielen angucken wollen. Und insofern gibt's ja wirklich, wirklich schöne Dinge, die dort irgendwo entstehen. Und du hast recht, man trifft sich theoretisch einmal im Jahr in Redmond zum MVP Summit. Das ist eine Veranstaltung, wo du als MVP berechtigt bist, hinzukommen, Austausch mit dem Produktteam hast, Austausch mit anderen MVPs hast, wobei es natürlich keine Pflichtveranstaltung ist. Ich selber war auch nicht auf jedem MVP Summit. Man muss natürlich auch ein bisschen einschätzen, es ist ja auch ein gewisser Invest dahinter, wenn du in die USA fliegst, du hast den Flug, du hast die Hotelkosten, du hast die entgangene Arbeitszeit, das muss man gut abwägen, aber es ist an sich ein tolles Event und ja. Ja, sehr cool. Du hast gesagt, ihr sprecht mit den Produktteams. So, wie hoch schätzt du deinen Einfluss auch auf die Weiterentwicklung von .NET MAUI oder das Feedback, was ihr quasi dort an Microsoft zurückgibt? Geht das, also bin ich da besser, wenn ich im Open-Source-Umfeld sage, hier, ich mache ein Issue auf oder ich helfe mit dort? Oder ist es auch sehr wertvoll, dort mit den Produktteams zu sprechen? Wie kann ich mir das vorstellen? Wie kann ich jetzt zum Beispiel wenn ich jetzt das Gefühl habe, das ist noch nicht so weit, wie ich es mir vorstelle, wie kann ich helfen, das zu verbessern? Wie kann ich contributen? Was ist da der beste Weg? Da muss ich sagen, das MAUI-Team ist eines der offensten Teams, was ich bei Microsoft bisher kennengelernt habe. Du hast ganz viele verschiedene Möglichkeiten, dort selber aktiv zu werden. Das kann sein, dass du einfach ein Issue öffnest. Also sagst, hey, ich habe hier einen Fehlfall in .NET MAUI erkannt. Ich habe nachgeguckt, ob es schon ein Issue gibt. Das ist so der erste Punkt. Und wenn es keinen gibt, dann mache ich einen auf und schreibe aber nicht nur rein, funktioniert nicht, sondern gib mir ein bisschen Mühe. Ne? Also schreib irgendwie ein kleines, reproduzierbares Beispiel, mach vielleicht ein kleines Video, ein paar Screenshots oder zumindest eine gute Beschreibung da rein. Das ist enorm hilfreich, weil natürlich das MAUI-Team merkt, hey, da gibt es ein Problem, was wir vorher noch nicht gesehen haben. Es hilft aber genauso, wenn du jetzt sagst, das ist gar nicht so meins, so Bugtickets schreiben. Wenn dir ein Bug auffällt und es gibt schon ein Bugticket dafür, einfach nur einen Daumen hoch zu geben bei dem entsprechenden GitHub-Issue oder ein Smiley ist es dort, glaube ich. Oder einen Kommentar drunter schreiben wie, hey, das Problem habe ich auch. Und vielleicht sogar, hey, das Problem habe ich auch. Und da gibt es einen Workaround zu und der geht so. Das ist extremst hilfreich manchmal. Also ich habe es gemerkt, dass es so ein, zwei Dinge gibt, wo ich gesagt habe, okay, da hat jemand ein Problem, das Problem habe ich auch, ich habe einen Workaround gefunden, ich hatte jetzt nicht die Zeit, da wirklich einen großen Pull-Request für zu schreiben, um den Code selber zu fixen, aber ich teile dir mal meinen Workaround in den Kommentaren und du merkst einfach, wie die Community das entsprechend auch honoriert durch Interaktion mit dir. Heißt also, GitHub-Issues sind so der eine Teil. Dann gibt es regelmäßige Product-Surveys und da muss man sagen, das MAUI-Team liest die Dinge wirklich, die du da reinschreibst, also das kann sehr gut passieren, dass wenn du dort Feedback hast, dass danach irgendwie der David Ortenau, der dort der Chef Product Manager ist für .NET MAUI, den eine E-Mail schreibt und sagt, hey, spannende Punkte, die du in deiner Survey dort angegeben hast, lass uns doch mal einen Teams-Termin irgendwie vereinbaren, wo wir darüber sprechen können und du gibst uns mal dein Feedback dazu.
Dann natürlich hast du die Möglichkeit, Code zu contributen, ne? Und das über 2 Wege, ne? Der einfachste Weg ist, du findest einen Fehler in der Doku und behebst den, machst einen Pull-Request für die Dokumentation. Die ist ja mittlerweile auch auf GitHub, kannst du machen. Ansonsten kannst du hingehen und natürlich auch zu dem eigentlichen Code Pull-Request stellen. Und im Endeffekt, egal was du machst, ich finde, die Maui-Community und das ganze Maui-Team vor allem schätzt das wirklich, wirklich wert. Es gibt zum Beispiel einen Entwickler, ich glaube, der kommt aus Polen, ich weiß es nicht ganz genau, ganz junger Entwickler, vielleicht so Anfang 20, der hat irgendwann vor so einem Jahr angefangen und hat wie ein Wahnsinniger wirklich zu .NET MAUI Issues Pull Requests gestellt. Und der wurde jetzt auf der letzten .NET Conf im Endeffekt nochmal ins Rampenlicht gebracht, indem ihm nochmal persönlich gedankt worden ist. Was ich sagen muss, das finde ich unheimlich super, ne? Wenn du irgendwie so ein junger Entwickler Anfang 20 irgendwo in Polen und auch sonst wo in Europa bist oder irgendwo anders auf der Welt, heißt, du musst nicht irgendwo in den USA sitzen und schon mega bekannt sein, sondern du machst einfach was. Es wird so gewertschätzt, dass auf der größten Konferenz, die Microsoft im Entwicklerumfeld machst, du persönlich irgendwo ins Rampenlicht kommst. Ja, Wahnsinn. Also ich glaube, das, was du beschreibst, ist die Power von Open Source. Also das ist genau so, wie man startet und echt erstaunlich. Du hast damals gesagt, es wird mit ASPI MVC dort angefangen, wo wir zum ersten Mal Code in die Öffentlichkeit gebracht hat und mal wirklich gezeigt, dass das sind die Gedanken, die wir haben, das teilen wir, ihr könnt mitcontributen, ihr könnt Teil davon haben. Und auch für alle Leute, die im Open Source Umfeld unterwegs sind, der erste Weg, Contributor zu werden, ist natürlich die Doku mal zu fixen, zu contributen, immer mal zu schauen. Und wichtig vorher, gibt es den Issue schon oder mache ich den jetzt zum ersten Mal auf? Ganz wichtige Punkte, klar. .NET MAUI, du hast ein Buch geschrieben. Ja. Wahnsinn. Und kein dünnes Buch, also das ist schon ordentliche Arbeit. Wie kam es dazu? Bist du morgens aufgestanden und gesagt, ich schreibe jetzt das Buch, oder was war der Gedanke dahinter? Wie bist du dazu gekommen, jetzt plötzlich ein Fachbuch in der Tiefe auch zu schreiben? Naja, ist jetzt weniger glorreich, als man vielleicht erwarten mag, wie es passiert ist. Hat ein bisschen was mit Fehlschlägen zu tun. Also ich habe irgendwann, als ich noch Angestellter war, in meiner Freizeit, also in meinem Urlaub, auf Entwicklerkonferenzen Ausstellern ausgeholfen. Ich war also irgendwo als technisches Standpersonal dort. Ich habe da jemanden kennengelernt, der dort als Aussteller tätig war und der technische Unterstützung brauchte. Ich hatte Spaß dran, habe das also gemacht. Und ein anderer Aussteller, der hatte für einen Verlag so ein 100-seitiges Buch gemacht, so eine Quick-Referenz über sein Produkt. Und der Chef von diesem Komponentenhersteller, für den ich damals so unterwegs war, sagt, ey, das ist eine super Idee, das brauchen wir auch. Sagt uns mir, André, das kannst du doch schreiben, oder? Ich so, ja klar, 100 Seiten ist ja easy. Ist wie so eine Diplomarbeit eigentlich. Das geht ganz locker runter. Passt. Holt bei Bier, los geht's. Also habe ich meine damalige Lektorin kennengelernt, die dann zu mir sagte, ey, super, das Buch geht jetzt in die Redaktionskonferenz, da gucken wir, ob es wirklich ins Programm passt. Und dann rief die mich dann irgendwie einen Tag später und sagt, ey, passt, nur wir haben uns darauf geeinigt, das Buch muss 300 bis 400 Seiten haben. Ich so, ui, das war jetzt eine ganze Menge. Also habe ich gesagt, naja, kein Problem, ich fange an zu schreiben. Die ersten 100 Seiten gingen dann auch ganz gut. Dann habe ich den Job gewechselt und merkte irgendwie, da ist viel zu tun, das zieht sich, ich habe immer weniger Zeit dafür gehabt und irgendwann war das Produkt einfach auch nicht mehr so relevant. Also heißt, das ist gestorben, das Thema. Zwischenzeitlich war ich dann immer ein Freelancer und habe dort mit dem Holger Schwichtenberg, der eine oder andere kennt ihn vielleicht, als der tweetet als .NET-Doktor seit vielen Jahren, regelmäßiger Autor bei der EX und bei vielen Verlägen, habe viel mit ihm zusammengearbeitet. Und er wurde angesprochen vom Hansa Verlag, ob er nicht einen Autoren kennt, der über Windows 8 App-Entwicklung schreiben kann. Und ich hatte gerade zu dem Zeitpunkt mit einem Freund die erste Windows 8 App im Store und das war ein mega Erfolg. Irgendwie so über Nacht entwickelt, ein bisschen weiter rumgehackt und 1 Million Downloads im Windows Store in kurzer Zeit. Also habe ich gesagt, ey, das ist ein super Thema, natürlich schreibe ich ein Buch drüber. Jetzt konnte man damals dort Windows 8 Apps mit JavaScript schreiben, das habe ich gemacht, oder mit C#. Das habe ich nicht gemacht. Ich sagte, der Verlag, ja, du, das JavaScript-Thema finden wir super, mach das mal.
aber wir brauchen noch ein zweites Buch von dir zu C# und XAML. Also war die Aufgabe, 2 Bücher zu schreiben. Und habe ich nicht geschafft. War aber auch nicht schlimm. Das Thema Windows 8 Entwicklung hat im Endeffekt niemand interessiert. So, das waren aber meine ersten Erfahrungen. Ich habe 2-mal 100 Seiten Buch geschrieben. Und habe dann für mich einfach erkannt, das ist vielleicht einfach gar nichts für mich. Also es hört sich schöner an, als es wirklich zu tun. Dann kam der Hansa Verlag wieder auf mich zu, erneut auf Empfehlung vom Holger Schwichtenberg und sagte, wir hätten gerne ein Buch über Xamarin. Kannst du das schreiben? Und ich so, oh nee, ich habe 2 Bücher in den Sand gesetzt. Ich glaube, ich bin da echt der Falsche für. Dann so, ja, aber wir sehen da irgendwie keinen anderen und überleg doch nochmal. Und ich so, na gut, mache ich. Und wie das so ist, das kennst du vielleicht auch, wenn du ein Softwareprojekt machst, man plant immer viel zu groß. Also, ich habe mir gesagt, na gut, ich muss beschreiben, wie man Apps mit Xamarin Android schreiben kann. Das sind im Endeffekt native Apps für Android, die du mit den nativen Android SDKs schreibst. Ich muss erklären, wie man Xamarin Apps für iOS schreiben kann. Ich muss erklären, wie man Xamarin Forms Apps schreiben kann. Und dann auch noch für Windows. Und dann habe ich angefangen und hatte wieder meine 100 Seiten. Und es war wieder schleppend und es hat sich 5 Jahre hingezogen und ich habe immer wieder der Verlag rief an, ich so, ja, Moment, gerade eine Firma gegründet, habe nicht so viel Zeit und es lief auf jeden Fall nicht gut. Tatsächlich, zu der Punkt war dann irgendwann, wir haben dann gesprochen, haben gesagt, okay, Xamarin Forms wird bald abgekündigt. Schreibst du dieses Buch noch fertig oder nicht? Ich überlegt, jetzt schon wieder so ein fehlgeschlagenes Buch, schon blöd. Dann habe ich mir überlegt, warum klappt das eigentlich nicht? Also warum kriege ich das nicht hin, dieses Buch zu schreiben? Und dann ist mir irgendwann der Grund aufgefallen. Und zwar, Felix, vielleicht erinnerst du dich noch, wie früher Fachbücher geschrieben worden sind. Zu der Zeit, als du eben nicht alles immer online in Zugriff hattest, hatte man ja das Buch als Ersatz für die Online-Dokumentation gehabt und überhaupt für die Dokumentation. Also heißt, so Bücher hatten irgendwie 1000 Seiten und haben jede Eigenschaft, jede Methode, die es gibt, alles erklärt. Und in der Zeit habe ich sehr viel gelesen, heißt also, ich habe in dem Stil auch mein Buch geschrieben. Und das war für mich eine Qual. Und irgendwie habe ich mich immer gefühlt, ich schreibe eigentlich nur die Online-Doku ab und es gibt gar keinen Mehrwert. Und dann habe ich mir auch gedacht, ich habe gar keine Lust, das zu schreiben. Warum sollte denn überhaupt jemand Lust haben, das zu lesen? Und ich nicht mal Spaß beim Schreiben habe. Und im Endeffekt habe ich dann gesagt, okay, das Buch kann nur funktionieren, wenn ich den Fokus absolut schärfe und reduziere, indem ich hingehe und eben nicht Xamarin Android, Xamarin iOS, Windows Apps und Xamarin Forms, sondern ich habe mal geguckt und habe gesehen, in meinen ganzen Schulungen, die ich gemacht habe, ich habe nur Xamarin Forms Anfragen gehabt, nie was anderes. Okay, dann schreibe ich nur darüber. Da ist irgendwo ein Markt, da wollen auch Leute was wissen. Der nächste Punkt ist, ich habe mir dann überlegt, wie wäre es denn, wenn ich ein Buch schreibe, was ich selber gerne lesen würde? Und da war so der Ansatz, ich habe gesagt, okay, es muss ein bisschen Theorie drin sein. Also du musst ein bisschen irgendwie verstehen, wie die Zusammenhänge sind und dann muss es aber praktisch sein. Und dann habe ich mir gesagt, okay, das Buch muss irgendwie so geschrieben sein, als ob jemand neben mir sitzt und ich ihm das erkläre. Indem ich sage, guck mal, es gibt hier das, das und das. Und jetzt krempeln wir mal die Ärmel hoch und programmieren dazu zusammen ein kleines Beispiel. Und das hat mir dann tatsächlich unheimlich Spaß gemacht. Und so den letzten Ansporn hat mir gegeben, ich wollte noch mal gucken, ehe ich jetzt alles zusammendampfe am Fokus, was haben wir eigentlich damals bei Amazon in der Buchankündigung, weil das Buch war ja seit 5 Jahren schon angekündigt, eigentlich reingeschrieben, was es drin sein wird. Und was ich nicht wusste, wenn ein Artikel zu lange nicht verfügbar ist, werden die Bewertungen freigeschaltet. Normalerweise kannst du bei Amazon Artikel nicht bewerten, die nicht erschienen sind. Also hatte ich 1 Stern ist das geringste, 5 1-Sterne-Bewertungen für mein Buch, das zu dem Zeitpunkt 100 Seiten hatte und weit ab von ist es fertig gewesen ist. Und die waren nicht schmeichelhaft. Also, dort wurde im Prinzip, manche Leute haben da ihre halbe Lebensgeschichte reingeschrieben. So, hey, ich war in der Ausbildung, ich habe Xamarin gemacht und ich habe dieses Buch entdeckt und ich wollte es unbedingt lesen. Und jetzt mittlerweile bin ich schon 1 Jahr aus der Ausbildung raus und das Buch geht's immer noch nicht. Dann aber auch sehr persönliche Sachen wie, vielleicht sollte der Verlag sich mal fragen, was da fehlschlägt und der Autor mal sein Leben in den Griff bekommen. Wo ich auf der einen Seite, im ersten Moment ist natürlich, man wird sauer, wenn man sowas liest und man denkt so, ey Junge, du weißt,
überhaupt nicht, was so eigentlich drumherum passiert ist. Und dann habe ich mir gedacht, naja, aber auf der anderen Seite hat ja offensichtlich jemand so sehr auf dieses Buch gewartet, dass es sich so ein Frust bei ihm angestaut hat, dass das nicht da ist, dass er sich jetzt hinreißen hat lassen, eine DIN A4-Seite Lebensgeschichte auf Amazon zu schreiben. Und das war für mich dann mal so ein echter Ansporn, zu sagen, okay, es gibt Leute, die da sehr emotional werden, dass das Buch nicht da ist. Ich sollte das fertig schreiben. Und dann muss auch gut werden, damit im Mittel da nicht am Ende nur 2 Sterne oder so, sondern es ein bisschen besser von der Bewertung wird. Also im Prinzip, wie gesagt, wenig glamourös. Es waren 2,5 Fehlschläge, was Bücherschreiben anging. Und am Ende dann eigentlich so ein bisschen der Antrieb aus den Amazon-Kommentaren, die mich dazu getrieben haben, dieses Buch zu schreiben. Ich will es dann doch zeigen. Sehr gut. Also klassisch, also was ich rausgehört habe, ist, du suchst dir nicht das Buch aus, sondern das Buch sucht dich aus. Und du wirst irgendwie quasi von dem Verlag immer wieder gefragt worden, was natürlich auch super cool ist. Es ist wirklich eine Ehre, dass du da als Fachexperte auch von der Community gesehen wirst, von Holger auch da in dem Moment. Ganz toll. Über die ganze Zeit hattest du irgendwann auch mal solche Blockaden, wo du gesagt hast, geht das überhaupt nicht? Weil wenn manche so Blogs schreiben oder Blogposts oder Content generell kreieren, haben sie bestimmt auch hier und da mal so einen Blocker und wissen jetzt gar nicht, wie bist du damit umgegangen? Wie werden wir Blogger los, wenn wir eine Schreibblockade haben oder sonstige Sachen? Ganz offensichtlich hatte ich die ja, weil sonst hätte ich nicht 5 Jahre fürs erste Buch gebraucht. Ich habe einen super Tipp bekommen. Vielleicht kennst du den Manfred Steyer, der ist in der Angular-Szene relativ bekannt, ist GDE, also der Google Developer Expert, hat ein großartiges Buch über Angular, großartiges deutsches Buch über Angular geschrieben, auch internationaler Sprecher. Und ihn habe ich damals eingeladen, mein Team im Angular-Umfeld zu schulen, weil ich irgendwie immer so den Ansatz hatte, hey, wenn ich mein Team schulen lasse, dann lasse ich nicht einen Trainer kommen, der vorher ein Buch gelesen hat und das jetzt irgendwie nur erzählt, sondern lieber den, der es geschrieben hat. Und da waren der Manfred und ich abends essen. Und ich war gerade so in der Phase, wo ich sagte, ich muss jetzt dieses Buch fertig bekommen. Und sag auch so, Mensch, Manfred, du hast so, ich glaube, der hatte so 4, 5 Bücher zu dem Zeitpunkt geschrieben, vielleicht auch mehr, ich weiß es gar nicht genau. Wie machst du das? Da habe ich gesagt, das ist eigentlich ganz einfach. Schreib erst die Beispiele. Und danach weißt du genau, was du beschreiben musst, weil du beschreibst die Dinge, die dir schwer gefallen sind, als du dieses Beispiel geschrieben hast, weil es irgendwie trickreicher war und schwieriger, als du dachtest. Oder auch die Dinge, die jetzt irgendwie ein Anfänger, wenn er den Beispielcode liest, erstmal nicht versteht. Und das war ein extrem guter Tipp. Also noch heute ist es so, wenn ich irgendwas schreibe, dass ich in der Regel mit dem Beispiel anfange. Oder anders. Erstmal mache ich mir natürlich eine Struktur und überlege, was will ich eigentlich beschreiben. Dann schreibe ich die Beispiele dazu, mache mir währenddessen die Notizen, was mir so aufgefallen ist, was mir schwer gefallen ist und danach schreibe ich einen Text dazu. Ja, spannend. Also das ist auch übrigens was ich an dem Buch echt zu schätzen gewusst habe. Also was ich wirklich super fand, ist dieses Beispiel. Du hast eben beschrieben, wir kennen das, die Fachbücher waren früher die Dokumentation, brauchtest einen doppelten Espresso, damit du da durchgekommen bist und das des Öfteren. Und was gut war, ich habe ja die erste Auflage von dem Maui-Buch gelesen und dass dort einfach die Grundlagen wirklich, also ich konnte mal einsortieren, was brauche ich dafür, wie funktioniert das technologisch überhaupt, dass wir Cross-Plattformen kompilieren können, dass es deployed wird. Quasi wurde ich abgeholt, aber dann kam wirklich auch dieses Beispiel, wo ich Code gesehen habe, wo ich auch am Rechner nachprogrammieren konnte und das war wirklich eine Sache, die super ist. Und dementsprechend auf jeden Fall eine Empfehlung, wenn man jetzt einsteigen will, in dein Buch reinzuschauen. Für mich jetzt noch eine Frage, wann kommt das nächste Buch? Oder wie geht es weiter mit deiner Buchkarriere? Ruft dich schon wieder ein Buch? Schreibst du jetzt einen Roman oder was ist aktuell? Also tatsächlich, worüber ich mich ärgere, ist, mein Sohn, der ist mittlerweile 16 und als der klein war, wollte er immer zum Einschlafen Geschichten hören, und zwar ausgedachte Geschichten. Ich habe mir also ein irres Repertoire an Kindergeschichten ausgedacht, an denen er die helle Freude hatte. Ich ärgere mich mittlerweile, dass ich darüber kein Kinderbuch geschrieben habe, weil nach 16 Jahren habe ich jetzt doch das ein oder andere Detail wieder vergessen.
Ich glaube, das wäre sicherlich schön, wenn es so eine schöne Erinnerung gewesen wäre. Ansonsten, naja, ich denke, ich werde auf absehbare Zeit Aktualisierungen für mein Maui-Buch rausbringen. Du hast eben erwähnt, die zweite Auflage des Maui-Buchs kam jetzt im November heraus. Ähm, Da schaue ich natürlich, dass es nicht nur irgendwie ein Versionsansprung ist, sondern ich auch wirklich neue Kapitel liefere, Mehrwert liefere. Aber mit dem, was ich damit alles so mache, also die Weiterentwicklung meiner Firma, vor allem, ich schaffe es realistisch gar nicht zu sagen, ich nehme jetzt ein ganz neues Thema. Du brauchst ja auch das entsprechende Expertenwissen überhaupt dazu, sonst brauchst du ein Buch schreiben. Und das sehe ich im Moment nicht, dass ich das irgendwie schaffe. Das ist ein gutes Zeichen, weil genauso hat sich das bei den anderen Büchern auch angehört. Das heißt, du wirst garantiert wieder Neues schreiben. Nein, Spaß beiseite. Übrigens, das mit den Kinderbüchern oder Kindergeschichten ist sensationell. Wir haben sowas auch gemacht, aber wir haben jetzt einen Toni genommen, es gibt einen Kreativ-Toni, da kannst du die Geschichten aufsprechen. Und das haben meine Frau und ich gemacht für unsere kleine Tochter, haben die Tonis aufgesprochen und somit kann sie mal wieder die Geschichten hören. Und der Vorteil ist, du weißt dann auch noch, wie die Geschichte war. Und vielleicht, wenn es später mal irgendwann soweit ist, kann ich die dann auch runterschreiben. Also wirklich super. Ja, wir haben jetzt schon einiges an Themen besprochen. Wirklich super. Vielleicht jetzt zum Abschluss, so zum Wrap-up. Wenn du jetzt in die Zukunft schaust, was hast du dort? Also du hast am Anfang ein bisschen was von Blazor erwähnt und das wäre Trend sozusagen für dich auch. Also die Goldgräberzeit der Apps ist vorbei. Was hast du gerade auf deinem Schreibtisch liegen? Was ist die Zukunft? Wohin guckst du? Neben KI natürlich. Was sind deine Themen, die dich jetzt gerade interessieren, die aktuell für die Zukunft für dich spannend sind? Also wir setzen uns definitiv verstärkt mit Blazor auseinander. Aus einem ganz einfachen Grund. Ich bin nicht der Meinung, dass Blazor das tollste Web-Framework auf der Welt ist. Was sicherlich aber Microsoft selber auch nicht denkt. Sondern ich denke, es ist das tollste Web-Framework auf der Welt für .NET-Teams, die sehr produktiv im Web arbeiten wollen und kein Hoch- oder High-Skill JavaScript, TypeScript, Angular React-Team irgendwie am Start haben. Also für die ist Blazor wirklich eine tolle Alternative, weil du halt eben dein .NET-Know-how nehmen kannst. Damit schließt sich der Kreis schon wieder. Ne? Du kommst irgendwie überall hin mit dieser Technologie und kannst damit wirklich, wirklich tolle Webanwendungen schreiben. Und was wir jetzt verstärkt wahrnehmen, ist, dass Unternehmen, die seit vielen Jahren mit ihrer Branchenlösung unterwegs waren, also Softwareunternehmen, die Branchenlösungen entwickelt haben oder auch Inhouse-Software entwickelt haben, die als .NET Desktop-Software entwickelt worden ist, die jetzt ins Web soll, aus diversen Gründen. Man möchte das Deployment vereinfachen, man möchte das Bezahlmodell auf ein Abo-Modell ändern, was auch immer. Das sieht sich da ein bisschen schwer tun. Weil natürlich, wenn du irgendwie so ein Windows Forms oder WPF-Team hast, denen zu sagen, ja, kein Problem, jetzt lernst du Webentwicklung, jetzt lernst du HTML, jetzt lernst du CSS, jetzt lernst du JavaScript, jetzt lernst du irgendwie noch irgendein CSS-Framework, irgendwie Tailwind oder so, jetzt lernst du noch React und Angular und was auch immer was. Und nebenbei musst du bitte auch noch die Bestandssoftware weiterentwickeln, dann sind diese Leute einfach maßlos überfordert, was ja ganz natürlich ist. Eine klassische kognitive Overload an der Stelle, gell? Einfach zu viel Technologien, zu viele Frameworks, ganz klar, ja. Ja, und du kannst ja auch nichts wirklich an Code teilen. Ne? Also wenn du jetzt irgendwas der Klassiker ist ja, du sagst dann, na gut, dann fangen wir jetzt mal an mit unserer neuen Webanwendung und parallel entwickelst du oder jemand anderes im Team aber die Desktop-Entwicklung weiter, weil der Kunde nach neuen Features gerufen hat. Und dann hast du irgendwie Stand 1 mal ins Web gebracht und merkst dann, dass die Desktop-Software aber schon 5 Stände weiter ist. Und wenn du das mit Blazor angehst, das machen wir mit unseren Kunden, dann ist es immer noch schwierig und kein Spaziergang, aber du kannst wieder auf dein .NET-Know-how zurückgreifen, du bist in deiner bekannten Entwicklungsumgebung, du kannst vor allem Quellcode übernehmen und auch zentral auslagern aus deinen Masken bis hin zu dem, was wir im Moment für einige Kunden gemacht haben, dass wir sagen, naja, wir verwenden einfach den Blazor-Code, den wir fürs Web geschrieben haben, in der Desktop-Anwendung wieder, höhlen die also von innen aus an der Stelle und sorgen dafür, dass du halt keinen Code doppelt schreiben musst. Und das ist was zumindest für mich und mein Umfeld gerade sehr, sehr spannend ist, was aber, glaube ich, auch für viele Leute da draußen, die irgendwie sagen, hey, wir sind bei uns gar kein .NET-Unternehmen, wir haben irgendwie eine ganze Armee an JavaScript und TypeScript und Angular-Entwicklern hier total unspannend
definitiv auch, aber für uns auf jeden Fall aktuell sehr, sehr großes Thema. Korrigiere mich, Blazor, das ist WebAssembly, oder? Das ist die Microsoft-Lösung für WebAssembly, dass quasi der .NET-Code binär kompiliert wird in WebAssembly und dann im Browser ausgeführt wird und dadurch ist man in der Lage, das auch in der Desktop-Applikation oder kompiliert man dann einfach dort den Code rein nativ im .NET-Framework. Hilft mir ein bisschen. Ja, das war jetzt halt richtig. Also Blazor ist erstmal ein Web-Framework von Microsoft. Ne? Also bedeutet, du hast irgendwie eine Syntax, das ist die sogenannte Razor-Syntax, mit der du Webseiten oder überhaupt irgendwelche Web-Anwendungsbestandteile programmierst. Gibt es dort zwei Hosting-Modelle. Das eine ist Blazor WebAssembly, das was du eben genannt hast. Da wird dein Code inklusive des .NET-Frameworks, der Klassenbibliothek, nach WebAssembly kompiliert, über den Browser ausgeliefert und läuft dann komplett im Client. Das andere ist Blazor Server, da hast du serverseitiges Rendering. Heißt also, der erste Request wird deutlich schneller beantwortet, weil du eben nicht die ganze Anwendung plus .NET zum Client transportieren musst. Du kannst trotzdem ein hohes Maß an Interaktivität haben. Das macht dann Microsoft unter der Haube über WebSockets-Verbindungen, wo die deine Seite immer wieder aktualisieren in diesem Interactive Mode. Dafür hast du natürlich das Problem, dass du auf deinen Servern für jeden offenen Browser-Tab, den jemand hat, den Zustand halten musst von deiner Webanwendung. Und dann gibt es den Auto-Modus. Der Auto-Modus funktioniert so, deine Anwendung startet im Blazor-Server-Modus. Heißt also, der erste Request wird irgendwie serverseitig beantwortet. Im Hintergrund wird deine Webanwendung, also WebAssembly zum Client übertragen. Und ab dann, wenn das drüben ist, gehen die neuen Requests über WebAssembly rüber. Dann hast du das Beste aus beiden Welten. Wie sieht das jetzt im Desktop? Microsoft hat da so ein Hybrid Blazor Web View Control erstellt. Das kannst du in WPF, in WinForms und im .NET MAUI nutzen, allerdings nur in den modernen .NET-Varianten. Also nicht in .NET Framework 4.8 WinForms oder WPF zum Beispiel. Und dort kannst du dann auch eben diese Razor-Komponenten hosten. Das Schöne ist, du brauchst keinen Webserver. Es läuft alles lokal in deinem Prozess. Du musst natürlich dann dafür sorgen, dass du über entsprechende Abstraktionen und über Dependency Injection zum Beispiel dafür sorgst, dass du halt im Desktop-Kontext andere Logiken, andere Datenzugriffsschichten nutzt als im Web-Kontext. Also sind das solche Progressive Web-Applikationen oder ist es was Hausgemachtes von Microsoft? Naja, gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Das geben wir mal den Lesern, den Zuhörern als Hausaufgaben mit. Also grundsätzlich ist was Hausgemachtes von Microsoft. Kann man sicherlich als Progressive Web Application werten, weil Progressive Web Application an sich ist ja jetzt keine bestimmte Technologie oder so, sondern es besagt ja nur, dass du Webseiten hast, die sich progressiv weiterentwickeln können oder Features hinzunehmen. Das kannst du definitiv damit bauen, ja. Ja, mit dem Offline-Support und den Service-Workern, die dann dafür sorgen, dass man darauf reagieren kann. Ja, super. Genau, das sind Bestandteile, das kannst du damit also bauen, ja. Also ich werde mir definitiv jetzt Blazor irgendwann mal anschauen. Du hast mich angefixt. Das ist vielleicht auch mal wieder was, worüber wir sprechen können in dem Podcast. André, herzlichen Dank. Also war super mit dir zu sprechen. Wo finden wir dich im Internet, wenn Leute dir folgen wollen, wenn Leute dich kontaktieren wollen? Was ist das beste Social Media? Wo bist du unterwegs? Und Ich habe es eben schon gesagt, am aktivsten definitiv mittlerweile auf LinkedIn. Dort poste ich am häufigsten und dort reagiere ich auch relativ zeitnah auf Nachrichten, die mir geschickt werden, die mir bei X mittlerweile tatsächlich untergehen, weil ich dort nicht mehr so viel unterwegs bin. Ansonsten schaut ihr einfach auf andrekrämer.de oder auf qualitybytes.de vorbei. Dort findet ihr überall meine Kontaktdaten. Und wenn ihr irgendwie über ein spannendes Projekt quatschen wollt, habt ihr direkt einen Punkt, wo ihr euch einen Termin in meinem Kalender buchen könnt. Da können wir einen virtuellen Kaffee zusammen trinken. Super. Deine Kontaktdaten werden wir auf jeden Fall in den Shownotes dann verlinken, sodass man das auch direkt von dort aus aufrufen kann. Nochmals herzlichen Dank, dass du da warst, für deine knapp über eine Stunde, die wir jetzt zusammen gesprochen haben, deine ganzen Insights geteilt hast. Sehr wertvoll, hat mir sehr viel Spaß gemacht und vielleicht bis wieder mal in diesem Podcast. Danke an alle Zuhörer. Das war die erste Folge Beyond Code. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Abonniert bitte die Show auf euren Kanälen
Gebt mir Feedback in den Kommentaren. Auch André wird mal in die Kommentare reinschauen, auch gerne zu André Feedback geben. Danke, dass ihr da wart. Bis zum nächsten Mal.